Hallo aus dem Schrauberstudio, hier ist Tom Petersen. Und Andreas Hötter. Mehr als bereit, um an Sounds rumzuschreiben. Und wir sind bei den Teil 2 Folgen unserer schon über fast 30 Folgen oder so haben wir jetzt. Ja, so haben wir bald, schon. ne? Ja. Oder die kommen auf jeden Fall. Die kriegen wir schon zusammen. Auf jeden Fall jetzt mal der zweite Teil. Wer uns verfolgt hat, der weiß, wir haben einigen Künstlern einen Teil 2 angekündigt und da sind wir jetzt an dieser Stufe. Ja. Heute kommt Teil 2 von Michael Jackson. Jacko, genau. Die spätere Karriere. Genau. Die erste Folge kennt ihr natürlich schon längst. Wenn nicht oder überhaupt, ihr könnt sie gerne nochmal wieder hören. Ne? Und uns natürlich sowieso folgen und einen Kommentar hinterlassen, was für euch Michael Jackson bedeutet, welchen Song wir vielleicht vergessen haben. Ja, wir werden einige Songs heute mal aus der zweiten Hälfte wann waren wir eigentlich fertig letztes Mal? Wir sind bei Thriller, haben wir aufgehört. Also von Jackson 5 bis Thriller haben wir den Weg von Michael Jackson nachgezeichnet. Thriller 1982 und das ist ja nur als der Alben der Popgeschichte schlechthin. Meistverkaufte aller Zeiten. Erfolgreichste aller Zeiten. Ja. Also alle Rekorde hat das gebrochen. Und danach brauchte Michael Jackson auch erstmal eine Pause, so 4 Jahre. Und in dieser Pause hat er sich wahrscheinlich auch die Frage wiederholt gestellt, was macht man eigentlich, wenn man so ein Album gemacht hat, was alle Rekorde gebrochen hat, was künstlerisch und kommerziell eigentlich das erfolgreichste aller Zeiten war. Es wird schwierig, Tom. Wie geht das weiter? Das wird schwierig, richtig schwierig. Was macht man denn eigentlich? Er ist ein Weltstar und Michael Jackson wäre nicht Michael Jackson, wenn er sich nicht direkt wieder hingesetzt hätte und gesagt hat, so, jetzt wird es noch größer. Ich will noch mehr verkaufen. 100 Millionen Alben will ich jetzt diesmal verkaufen. So. Das ist doch mal ein Statement. Ne? Ja, hat sich, glaube ich, an seinen Badezimmerspiegel da geschrieben. Das hätte ich mir auch 100 Millionen. 100 Millionen. Zack. Die kriegen wir auch noch hin. Die kriegt er auch noch hin und das wird jetzt noch riesiger und noch größer und noch aufwendiger als alles zuvor. Und weil er so viel Geld mit einmal verdient hatte, hat er sich so aus Zeitvertreib auch mal kurz die Beatles-Rechte gekauft. Das war die gleiche Zeit, ne? Direkt in der Zeit so, um mal was zu tun zu haben, hat sich dann irgendwie mit Paul McCartney da irgendwie gezofft. Deswegen war mit dem er gerade noch The Girl Is Mine als Duett eingesungen hat. Das ist verrückt. Zack, setzt er sich hin und kauft die Rechte an allen Beatles-Songs. Also wir haben ja die ganze Story auch gesehen. Wir beide waren zusammen im aktuellen Film da. Michael, da gibt es ja gerade eine Dokumentation, haben wir auch hier stehen gerade. Das ist doch irre gewesen. Der hat ja einen ganzen Zoo zu Hause gehabt und was wir da alles sehen, was man so alten Bildern hat, sein eigenes Studio, wo er da gearbeitet hat, schon ein bisschen crazy. Man hat das immer nur so mitgekriegt, also die Dokumentation oder der Biopic, war ja keine Dokumentation, ist ja ein Biopic, fand ich schon spannend. Beeindruckender Film, eindeutig. Ne? Und das ist natürlich auch wirklich ein unglaublicher Mensch, der Michael Jackson. Da war ja immer so ein Einsamer und hat immer für sich gearbeitet, hat wie ein Besessener sein Leben im Studio verbracht und war immer dabei, wenn diese ganzen Meisterwerke geschaffen wurden und hat damit einen so riesigen Erfolg gehabt. Also ich weiß auch nicht, wie man da mit klarkommt mit sowas. Also das ist er ist ja auch nicht mit klargekommen, muss man ja wirklich sagen. Also da gibt es ja genügend Geschichten drumherum. Da wollen wir jetzt alles gar nicht drauf eingehen. Und wahrscheinlich wird es auch noch einen zweiten Teil dieses Biopics geben. Meinst du? Ja, glaube ich nicht. Das steht am Schluss, ist ja so to be continued, wird ja da kurz... Was soll er denn dann erzählen? Also das waren die genialen Momente jetzt, die da kommen. Es waren die genialen Momente. Und davon werden wir heute ein paar auf jeden Fall nochmal sezieren. Denn wir sind ja beim... beim dritten Album schon mit Quincy Jones, meinem Lieblingsproduzenten, was jetzt als nächstes auf der Agenda stand. Genau, das ist dann 87 erschienen und wie gesagt, da waren wieder alle Ansprüche noch größer als bei Thriller. Es wurde extra ein Studio gebaut, Westlake Studio. Verrückt. Und es war ja auch tatsächlich so die Zeit der Superstars, wo man sich so immer weiter hochschaukelte. Madonna gab es noch, Whitney Houston und vor allen Dingen auch Prince. Ja, Prince sollte eigentlich auch mit Michael Jackson jetzt arbeiten. Ich glaube, auf dem Album? Auf dem Album. Bad, was jetzt erschienen ist, nach 4 Jahren Wartezeit. Ich glaube sogar den Titelsong sollte er eigentlich im Duett mit Prince singen, aber der hat dann das Demo gehört und die erste Zeit ist Your Bud Is Mine oder sowas. Dein Hintern gehört mir. Ja. Also da hat Prince so gesagt, soll ich das singen oder was? Da braucht ihr mich nicht für. Das geht doch gar nicht. Und da hat er gesagt, nee, mach ich nicht. Insofern, aber Bad wurde dann eben auch so ein Monster-Wahnsinnssong mit einem, wie lange Video, weiß ich nicht. Das gab ja nur noch so 18 Minuten oder so. Ja, immer riesig lang aufwendig geschrieben. War das nicht Scorsese sogar? Scorsese war der Regisseur und das war ja so ein Kurzfilm. Und alle Videos ab da waren so kleine Kurzfilme. Immer aufwendiger. Also da gab es überhaupt keine Limits mehr. Und
Bad, ja. Bad ist unser erster Song wahrscheinlich, ne? Unser erster Song, wir hören mal kurz rein, damit der geneigte Zuhörer mal hört, um welchen Song geht es denn hier überhaupt? Kennt ihr den überhaupt? Ja, der läuft aber immer noch im Radio, oder? Der. Who's Bad? Selbst du weißt es noch. Who's Bad? Genau. Ja. Ich habe immer gedacht, Bad würde da böse oder schlecht heißen. War aber überhaupt nicht so. Nee, ne? Das ist wieder so ein Slang-Ausdruck wie cool. Cool. Ja, heute will man so cool. Street. Street ist auch er wollte so glaubwürdig sein bei den jungen Typen, die es da gerade gab. Ne? So Hip-Hop war da ein großes Ding. So. Und Street Gangs und sowas. Und da wollte er irgendwie auch mit rein in diese Straßenkultur. Ja. Als Michael Jackson. Vielleicht nicht so ganz einfach, aber die haben ihn trotzdem, glaube ich, tatsächlich auch respektiert. Und er sah auch ganz anders plötzlich aus. Also er hat ja auch einen Imagewechsel gehabt, also auch optisch rein. Ne? Nicht nur diese vielen Nasen-OPs, was ja auch in dem Biopic gezeigt wird, sondern der ganze Look war anders, aber auch der Sound jetzt. Und ich habe gerade gesagt, mein Lieblingsproduzent Quincy Jones ist wieder dabei. Jein. Man muss nämlich so ein bisschen davor schieben, also das Album Bad, was wir uns jetzt vornehmen, und beziehungsweise ganz besonders den Song Bad, der ist in Havenhurst produziert worden oder erstmal komponiert worden, die Songs. Der große, er da wohnte, der Michael. Genau, und er hat ein eigenes Studio gehabt, hat auch seine eigenen Musiker gehabt und da wurde das dann alles vorproduziert und dann hast du gerade schon gesagt, Westlake Studios, die waren in Los Angeles, Quincy Jones. Naja, aber der hatte seine eigenen Musiker und da haben wir genau diese Problematik gehabt damals, denn Quincy Jones, wenn man mal ihn so als Produzenten sieht, er kam natürlich aus einer ganz anderen Zeit, er kam auch vom ganz anderen Sound, er ist eher so ein Melodiemann, ein Arrangementmann, Philly-Sound, ein Jazzmann. Streicher, Bläser, alles. Alles. Ja. Die haben wir hier noch drin, aber jetzt wird es schon ein bisschen eine Mischung, denn wir sind Mitte der 80er Jahre und diese ganzen berühmten Keyboards, die dann da aufkamen, also DX7, die alten Analogen, die man hatte, aber es gab plötzlich Fairlight, Synclavier und. Und die hören wir auch alle hier. Also der war ihm zu konservativ damit einmal, ne, der Quincy. Und er wollte mehr so Street. Ja, er wollte jetzt ein bisschen cooler sein. Also das hat auch ziemlich Ärger gegeben. Denn wirklich die Songs, beziehungsweise die Künstler, die dann gespielt haben auf dem Album, die Musiker, waren nicht mehr die mit dem Michael das produziert haben. Jedenfalls nicht mehr alle. Also egal, wir hören einfach mal rein in die einzelnen Sounds. Und das Wichtigste bei Bad, der Anfang, der hat schon so etwas wie, hallo, wir hören mal alle hin. Und das ist ein Synclavier, das hier. Das ist ein Sample aus dem Synclavier. Also, so klingt das auch. Ja. So klingt ein Synclavier-Sample. Klingt ein bisschen billig so, ne? Ja, genau. Und damit das nicht billig klingt, hat Quincy natürlich Jerry Hay und seine Bläser gehabt. Und die haben das hier drüber gespielt. Aha. Trumpet. Ja. Trumpet. Und das klingt doch, das machen wir mal zusammen, so wie wir es kennen. Und schon erkennen wir. Ja, und das kommt nur da, im ganzen Song nicht nochmal. Das ist so wie bei Thriller damals. Ne? Dieser Doing, ne? Und das hier ist ein DX7-Bass. Ja. Einfach nur mit einer Lin-Drum jetzt. Es kann auch aus dem Synclavier eine Drum gewesen sein, aber eine schöne Gegenmelodie. Ja. So düster alles. Aber das ist doch wieder Quincy, so eine Idee. Alles. So, ne? Also das ist doch irgendwie sehr feinsinnig so. Ja, aber das, was hier läuft. Jetzt kommt da so ein Ding drauf. Dieses ganze rhythmische, eine Jazzorgel. Ist das nicht Jimmy Smith? Nein, das ist noch Greg Philliganes. Ja, Philliganes, ja. I'm giving you on count of 3. Das ist auch wieder. Just show your stuff. Ja. Unglaublich. Or let it be. I'm telling you, just watch your mouth. I know you're clean. Eine Wah-Wah-Gitarre. Stimmt. Und das ist jetzt dieses typische Pad für Synclavier. Und jetzt hören wir mal. 1, 2, 3, 4. Bum, bum, bum. Eigentlich gar nichts Besonderes, wenn man es so hört. Mit dem DX7 gespielt. Reicher drüber. Ja. Who's bad? Und immer rhythmisch der Michael. Immer dabei. Ne? Jetzt mal funky.
diese rhythmische Gitarre. Und dieser Shaker dann da drin. Da läuft aber unheimlich viel sequenziert. Jetzt Streicher, Quincy. Echte Streicher. Und ich habe mich immer gefragt, hörst du das hier? Was ist das? Da läuft immer so ein... Und wenn man das... Das ist ein Mini-Moog, der einfach nur... Nee, ich mach das gerade auf dem Keyboard hier. Das ist einfach nur eine Kickdrum, die Das ist eine Kickdrum quasi, aber der spielt oben die ganze Zeit. Und das war Michael Bodica. Ein Klick oder sowas. Michael Bodica, der hatte einfach die Idee und hat gesagt, ich lasse das einfach immer im Kreis laufen. 4 Leute, glaube ich, an Synthesizern da gleichzeitig zugange. Ne? Ja, also, an der Programmiererei vor allem. Und das war auch, weil ja wirklich ein Sync-Code die ganze Zeit mitlief und man konnte damals schon dann alles wirklich synchron, musste nicht alles auf Band aufnehmen, sondern es konnte schon viel mit dem Computer mitlaufen. Aber hör mal. Mal die Orgel. Jetzt hör dir mal diese Orgel an. 2, links und rechts. Aber war nicht der alte Jimmy Smith auch dabei? Das ist er. Das ist er jetzt. Das ist er. Genau. Der Hammond-Meister. Links und rechts. Hammer. Und jetzt. Jetzt machen wir mal ohne Bass. Ach mal auf die Bläser, was die jetzt hinten spielt. Jerry Hay. Ja. Solche Mix. Und jetzt hörst du Michael mit seinen Füßen? Man hört ihn ganz leise so. Aha. Ach, da ist er. Ja, so ein bisschen. Der stampft immer mit, er konnte ja nicht ruhig stehen bleiben. Er musste immer mittanzen, ne? Mal wieder alles ran. Der ist auch immer bewegt, der singt auch mal irgendwas oder macht Geräusche. Immer. Oder der ist immer dabei. Ja. Und wenn er nur atmet. Ja. Aber weißt du, wie viele Bläserlicks da drin sind? Boah, und messerscharf. Ja. Ja, Wahnsinn. Ja. Ich meine, das ist wirklich so, das kennen wir ja von Thriller oder von Off the Wall auch, diese unglaublich verschachtelten Rhythmen und was da die Bläser machen, was die Gitarre macht, was der Bass macht, was das Schlagzeug macht. Alles sensationell. Ne? Und das ist für mich auch so Quincy Jones Genie. Ja, und vor allen Dingen, das klingt elektronisch. Ich weiß noch, als ich es zum ersten Mal gehört habe, wir sind gar nicht drauf eingegangen auf den Beat. Und du bist ja Drummer, sag ich ja immer dann. Das ist ein ungewöhnlicher Beat auch. Das ist ja immer so 1, 2, 3, da, da. Ja, genau. Da. Du würdest ihn sofort erkennen. Wenn ich nur die Drums laufen lasse, dann sagt jeder, das kenne ich. Ja. Das ist, ohne dass der Rest läuft, außergewöhnlicher Rhythmus. Ja. Und das dann alles so drauf zu packen, dass es auch wirklich interessant klingt, das war natürlich dann Quincy Jones. Bloß nicht überladen, aber hier passiert schon verdammt viel. Also, das ist schon beladen ohne Ende. Und jetzt entdeckt man erst, also muss man auf die einzelnen Instrumente auch achten, um überhaupt zu erkennen, was sie da machen, also was die Bläser machen. Das habe ich jetzt auch erst so in der Klarheit mitgekriegt. Ja, Jerry Hay. Deswegen kann man das ja auch Millionenmal hören, weil man da immer was entdeckt. So, ne? Das ist, und läuft heute noch, ne? Läuft ja noch im Radio. Ja, klar. Definitiv, ist immer wieder. Ein klasse Song, ja. Ja. Und wie gesagt, der ist immer dabei. Das finde ich irre, wenn Michael Jackson am Mikro ist, der lässt nicht los. Man, irgendwie ist er immer dabei. Und diese Rhythmik, die er dann ja im Kopf hatte, also wenn er die Sachen geschrieben hat, entwickelt hat, das hat er dann hinterher den Drummern gesagt oder hier. Und die mussten das so nachspielen oder nachprogrammieren. Das fand ich schon eine klasse Leistung irgendwie. Und wenn du Originaltapes mal hörst von ihm, wo du sagst, das ist ja unglaublich, er klingt ja wie ein Drumcomputer, wie so eine Beatbox. Ne, Beatboxen war ja dann auch in den 80er Jahren, dass Leute dann plötzlich am Mikrofon solche Sachen gemacht haben. Das war nichts anderes. Und damit ging das Album los. Das war wirklich so Fanfare. Jetzt, absolut, ja. Jetzt geht's los. Wir wissen, das ist die Fanfare. So,
damit geht's los. Das ist auch verrückt, weil es ist total was anderes da. Ne? Also, ja, und hat mit dem weg Rest, ist er wieder. Null. Mit dem Rest hat das nichts mehr zu tun. Ja. Da ist jetzt nichts mehr. Und der nächste Song ist jetzt wieder was ganz anderes. Direkt der zweite Song, da geht es direkt auf so einem Level weiter. Ja, muss man sagen. Wobei, The Way You Make Me Feel. Das ist ja dieser Song, ne? Ach, guck an. Das ist eine schöne Version, ne? Das klingt ja mal richtig so angenehm, oder? A Cappella Swing, ja. Ja, das ist so eine... Manhattan Transfer oder sowas. Mecca. Das ist eine schöne Version. Und man merkt, der Song funktioniert auch langsam. Ja. Ne? Sweet. Ja, diese Version haben sie extra gemacht, nur für die 30. Grammy-Verleihung, wo er auch ein paar Grammys bekommen hat und Michael dann live aufgetreten ist. Aber wir kennen natürlich diese Version. Das ist die Albumversion. Ja, und viel schneller, geht viel mehr ab und beginnt, so wie jetzt gerade Bad. Was hatten wir da? Dang, 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 dang. Jetzt haben wir plötzlich... Was soll das denn sein? Also es klingt so wie so ein Löwengebrüll oder so eine Drehscheibe. Wir hören nochmal. Ja, und darüber sind ja diese Toms, das sind Oberheim DMX-Toms, also von der Firma Oberheim gab es einen Tom-Computer, DMX, die machen das hier. Mehr machen die nicht, und das zusammen klingt dann so. Ja, das sind so die 80er Toms, ja, die könnte man meines Erachtens auch weglassen, aber gut. Ja. Und du hast jetzt gerade den Groove gehört, der ist schon ganz nett. Das ist ja, also ternär, immer 1, 2, 3. Aber so richtig grooven tut das noch nicht. Grooven tut das eigentlich erst dadurch, indem da ein Bass drunter kommt, ein Synklavierbass. Ich habe den mal hier, der klingt ganz seltsam. Oben, und wenn ich den spiele, der hat was ganz Seltsames. Klingt völlig schief. Den haben die dann gedoppelt mit dem DX7 und dann kommt sowas bei raus. Jo. Das klingt so richtig. Und jetzt fängt das plötzlich an. Ja, auch dieser Shaker hier oben. Ist ja immer fast schon wie Reggae. Aber mega gut. Ich mache mal die Drums wieder an. Jetzt merkst du, jetzt fängt das an zu rollen mit dem. Auch ohne seinen Gesang. Dieser Bass ist einfach. Ja? Immer nur diese beiden Elemente. Die gehen hin und her. Schnipp. Ja. Und das, was wir jetzt hier hören, das ist extrem laut drauf. Das ist mir nie aufgefallen. Das ist ein Gitarrensample. Jetzt achte mal drauf. Hier. Aha. Nee, das fällt nicht auf. Du wirst den Song nicht mehr hören können, wenn du das einmal so gehört hast. Das war wie Depeche Mode oder ja, sowas. Das läuft ganz laut, ist das. Hammer. Mach's noch lauter. Wow. Wow. Geile Idee. Ja? Hört mal wieder schön, was er alles macht. Er muss immer was machen. Immer. Ja. Mach ich mal schön.
Frage-Antwort-Spiel. Immer. Jo. My Lonely Days. My Lonely Days. Genau. Oh, die Dinger wieder. Ja. Ja, das ist so ein Synklavier-Sound, dieses Ding im Hintergrund. Ich mach den mal lauter. Hier, nochmal. Ich hab gedacht, das wäre eine Gitarre. Ist es gar nicht, das ist ein Synklavier. Ja, das war auch so ein Sound der Zeit. Irgendwie kommt mir das bekannt vor von irgendwo anders her. Ja. Und da haben wir es wieder, diese Gitarre extrem laut. Und immer der... Ja, schön Offbeat. Und da haben wir die ganzen Bläser wieder. Ja. Turn me good. Aber ohne diese Bläser, diese Quincy-Bläser im Hintergrund. Merkst du das? Dadurch kann der Song auch, der lebt dann. Ja? Aber dann merkst du, nur der Bass alleine schon. Ja, klasse. Wie sage ich immer gerne dann? Ein Hit. Es ist ein Hit. Es ist ein Hit. Es ist ein Davon Hit. gab es ja einige auf Bad. Ja. 5 Nummer 1 Hits, glaube ich, waren das insgesamt. Also Dirty Diana kam dann noch, Smooth Criminal. Auch ein Riesenhit. Und, ja. also Das war dieses Video, wo er mit den Schuhen so nach vorne sich gelehnt hat. Stimmt, immer, so, das so war, ganz, ne? So Ja, ganz ganz gerade einfach sich nach vorne gelehnt. Also alles immer innovativ, also auch vom Tänzerischen her. Das hat er ja auch schon in den 70er Jahren gemacht mit den Jacksons zusammen. Aber ja, das waren so 5 Riesenhits. 5 Nummer 1 Hits, glaube ich, Ja. gab es da. Aber die 100 Millionen hat er, glaube ich, nicht erreicht mit Bad. Nee. Insgesamt vielleicht. Und letztendlich hatte Thriller auch mehr, glaube ich. Ja, Da war ja fast mittlerweile. jeder Song war ja ein Hit davon. Ne? Und hier waren so ein paar Sachen, die haben nicht so ganz gezündet. Aber also für mich ist es so Thriller Teil 2. Ne? Also auch wenn man das jetzt gehört hat, hier mit diesen ganzen Wahnsinnsarrangements da. Es ist immer noch Quincy, oder? Da sind Quincy, da sind Leute am Arbeiten im Studio und nicht nur Elektronik. Nein, viel Elektronik schon drin, aber genau, nicht nur Elektronik. Also ich würde auch sagen, das Album war noch organisch, es war eine Q-West-Produktion, also eine Quincy-Produktion, aber du merkst irgendwie, naja, zu der Zeit, es kippte so ein bisschen. Ja. Es kippte bei Michael auch so, er liebte einfach dieses Programmieren, Produzieren, musste modern klingen, aber immer mehr weg vom... Ja, wie soll man sagen? Vom Song? Vom klassischen Song-Arrangement. Ja. Also das ganze Aufwendige mit Musikern und so da zu arbeiten und alles zu arrangieren, dann Noten schreiben und so. Das war ja auch sehr komplex und wahrscheinlich auch sehr aufwendig und sehr teuer, sowas zu machen überhaupt. Und jetzt kamen diese ganzen Wundergeräte und da war er auch verliebt, glaube ich, in diesen ganzen Rhythmus. Kram. Das ist das Stichwort. Ja, Rhythmus. ich glaube auch. Das ist das Stichwort für das, was jetzt kommt. Ja, Rhythmus. Wir springen ja jetzt von den 80ern. 4 Jahre weiter in die Gegenwart. War das 4 Jahre später erst? 91 kam das 91. dann und das war dann das Album Dangerous. Was ganz anderes. Ja, und das hat mich bis heute eigentlich nicht so erreicht. Also ich fand es damals nicht doll und also man kennt natürlich die Hits davon so, aber im Ganzen ist das für mich überhaupt kein Vergleich zu dem, was wir jetzt gerade gehört haben. Ja. Dieses liebevolle Detailarrangieren, das war da irgendwie weg. Das fing gleich an mit so einem nur rhythmusorientierten Ding, dem Jam, und da ging die ganze Zeit so weiter. Also ballert nur der Beat da vor sich hin und wo ist der Song, frage ich mich da immer. Ja, und, genau. Da war dann, da stampfte einfach irgendetwas so durch, wie so eine Maschine und dann war plötzlich ein Break und dann gib mir the closet. Stimmst du mir zu, ne? Und da wurde immer nur, genau. Wenn man Rhythmus mag, und das war genau das, was Michael mochte, denn du kennst ja die ganzen Moves von ihm, nicht nur klar. Moonwalk. Ja, natürlich, ja. Der war ein Rhythmusmensch und er hat es da zu dem Zeitpunkt, glaube ich, zum Exzess, auf so exzessiv ausgelebt. Denn das war auch wieder die Zeit, es kamen extrem viele moderne Drumcomputer raus zu der Zeit. Berühmtest war die AKG MPC 60, die gab es dann auch in den verschiedenen Versionen, da hat er viel mit programmiert. Aber es gab viele Produzenten um die Zeit herum, die dann auch so gearbeitet haben. Wir nehmen uns mal 2 Songs vor von dem Album Dangerous, die, nehmen uns erstmal das doch eher noch poppigere, das Black or White ist geht eigentlich noch das so. Das war noch so in etwa das, wie man ihn kannte. Ja, das würde ich auch sagen. In etwa. Ja, denn es ist ja produziert worden, dieser Song hier, wir hören mal kurz rein, Black or White.
Ja. Ja. Okay, da ist auch noch eine Gitarre weit vorne. Ja. Aber wahrscheinlich wirst du mir jetzt zeigen, was da alles für kleine Tricks im Hintergrund laufen. Da laufen eine Menge Tricks und vor allen Dingen eine ganze Menge Fun Facts. Auch da wieder ein fürchterlich aufwendiges Video gedreht worden zu der ganzen Geschichte. Ich glaube, das war auch wieder John Landis war da. John Landis, der auch Thriller gemacht hatte. Das war wieder der Produzent von Thriller. Das Problem war ja auch immer, Michael war ja immer irgendwie schwierig, unzuverlässig bei den Dreharbeiten, war immer unterwegs. Und deswegen haben manchmal die Produzenten auch geflucht und haben gesagt, mein Gott, Michael, wir müssen noch weiterarbeiten. Aber hier haben wir jetzt einfach den Bill Bottrell erstmal als Produzenten. Es gab also verschiedene Produzenten jetzt, nicht nur einen Quincy Jones, der das alles gemacht hat, und Michael hat ja auch immer mitproduziert. Aber jetzt haben wir hier Bill Bottrell, der diesen Song auch geschrieben hat übrigens. Und wir hören uns mal einfach an. Bill Bottrell ist ein fantastischer Gitarrist. Genau, der spielt auch die Gitarre. Ne? Ja, das ist genau dieses, wir gehen mal in den Anfang. Das ist jetzt hier, ne? Da hatten wir ja schon eine Gitarre. Ja. Was war das? Ja, was war das? Was war das? Das war, da musst du nur ganz nah ans Mikrofon gehen und einmal machen. Und dann hast du genau so einen Effekt wie so ein Panther klingt das. Richtig, genau, das ist also genau dieses. Ja, funktioniert. Aber hör doch mal. Panther soll das sein. Ja, aber hör mal hier, da ist sowas drin. We need more cowbell. Ja, klar. Hast du es gehört? Also mehrere Cowbells, ja. Ja, Mann. Die hat eine besondere Geschichte, diese Cowbell. So, die Cowbell, die da gespielt ist, von Teddy Riley, der den Großteil des des Albums produziert hat, aber nicht diesen Song. Und der Hintergrund ist gewesen, Michael Jackson hat gesagt, er möchte unbedingt Black or White als erstes Single haben. Und nicht eine von den Songs, die er mit Teddy Riley gemacht hat. Aber damit Teddy Riley auch ein Credit kriegt von diesem Song, hat er ihm die Spuren gegeben und hat gesagt, mach doch irgendwas. Und dann hat sich Teddy Riley hingesetzt und hat gesagt, ja, dann mach ich doch nur so eine Cowbell da drauf. Und das ist diese Cowbell, die wir da hören. Und deswegen, seitdem steht er als Credit auch drauf, das ist Teddy Riley. Er hat das also mitgebracht. Was ja so der angesagte Produzent überhaupt war da zur Zeit, ne? Ja, definitiv. Sehr schön, ne? Dieser Bass. Aber da hören wir das. Aber hörst du, wie wichtig die Cowbell ist? Er spielt sie auch jedes Mal anders. Ne? Aber da war schon die Gitarre. Hast du es gehört? Jetzt kommen die Gitarren. Ja. Ich hab's mal lauter. Achte mal drauf. Das ist Bill Bottrell jetzt. Akustikgitarre auch noch, ne? Ja, kann man schön hören. Wobei, es ist nicht Slash, ne? Nee, denkt man immer, ne, dass er das war. Oder es gibt auch so einige Quellen, die das behaupten. Aber, ja, es war nicht Slash. Slash hat nur auf dem Video mitgespielt, wo am Anfang da in dem Video Kevin wie hieß er nochmal? Macaulay Culkin da. Kevin allein zu Hause. Richtig. Ja. Der macht ja da so eine Gitarre und das ist Slash gewesen. Aber auf dem Rest, da spielt alles Bill Bottrell. Man denkt immer, das wäre das, aber nein. Das ist übrigens wieder ein Mellotron gewesen gerade, ein Mellotron-Sound, ja. Kommt jetzt nochmal. Machen wir mal hier. Achtung, jetzt. So, und jetzt haben wir schön das Gitarren-Solo. Ja. Ist das geil? Spürt man die lockige Mähne geradezu. Ja, ist geil, ne? Und hör mal hier. Alright. Jetzt. Protection for gangs, clubs and nations, causing grief
ist er auch, ne? Das ist auch Bottrell, oder? Das ist Bill Bottrell. Das ist der Produzent. Der hat das aus Spaß gemacht. Ja. Just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I seen the bright get duller. I'm not gonna spend my life being a color. Und die wollten eigentlich LL Cool J oder Heavy D haben. Ja. Das ist Bill Bottrell. Ich bin vom Stuhl gefallen, als ich das gehört habe. Der Produzent rappt hier, bitteschön. Der ist doch kein Rapper. Aber cool. Demo. Klasse. Ja. Und den wollte Michael behalten. Ja. Den Take. Ja. Einfach Hammer. Aber schon wichtig. Weißt du? Mellotron. Mhm. Der ist klasse, der Bass. Ja, schöner Synclavier-Sound. Richtig schön. Achte mal auf das Vocal Timing jetzt von ihm, wie exakt das ist. Ganz perfekt. Das hat er sein Leben lang perfektioniert, sowas. Ja. Das merkt man. Krass. Und überall passiert was. It's white, it's stubborn, you the bitch, it's back, it's white. Jo. Also der Song ist noch, der würde wahrscheinlich bei dir noch durchgehen. Der geht durch, ja. Weil da schon die Tendenz ist, dass so viel passiert an knalligen Beats. Kann man machen bei dem Song. Ja. Passt auch. Aber da deutet sich schon an, dass eigentlich so das Lieblingsding von Michael zu der Zeit wirklich der Rhythmus war und diese ganz ausgefeilte, bisschen swingige, aber dann auch wieder voll auf die 12 gehende Dance-Beat. Rhythm, genau. Also Rhythmus musste sein und du hast es gerade gesagt, swingige, ne? Ja, sagst. New Jack Swing. Ja, wir könnten jetzt die Geschichte dazu erzählen, wie das alles gekommen ist und. Aber der eigentliche Erfinder oder Kopf dahinter, hinter New Jack Swing oder der gesagt hat, okay, das nennen wir jetzt mal New Jack Swing. In einem Interview hat er das genauso dann beschrieben. Es swingt einfach. Das war Teddy Riley. Teddy Riley und Jam and Lewis, ne? Jimmy Jam. Nee, Jimmy Jam. Die waren das nicht. Nee, Teddy Riley ist ein ganz anderer. Nein. Okay. Der hat aber unheimlich viele Songs produziert, sehr viel Bobby Brown. Ich habe mal zum Beispiel hier Blackstreet. Die waren schon alle da. Ne? Bobby Brown, Whitney Houston hat er gemacht. Hat er alle gemacht. Hier Blackstreet, das hier. Ja. Und Janet Jackson auch. Also seine Schwester hatte ihn auch schon als Produzent. Ja. Und wenn du das hier hörst, No Diggity ist auch Teddy Riley. Sowas. No Diggity. Oder hier sowas. Also es swingt immer so ein bisschen. Das ist ein alter Sample, den er dann... Das ist Sisters with Voices gewesen, also war jetzt Human Nature im Hintergrund, aber er hat... Eben, das ist doch Jacko. Genau, das ist Jacko. Also er hatte immer so einen Sound von, ich sag mal, es swingt so ein bisschen und der eigentlich interessante Teil daran ist, wieso Teddy Riley. Na gut, er war gerade so, der angesagte Produzent, hatte aber auch keinen Vertrag mehr zu der Zeit und er hat einfach Glück gehabt, dass er da in diese Produktion reingekommen ist, weil Michael Jackson einfach seine Songs interessant fand und seine Art auch zu produzieren, also dieser New Jack Swing. Und der Song Remember the Time, der ja auch ein Hit gewesen ist, den können wir uns mal ganz kurz anhören, den kennen wir. Ne? Ja. Achte übrigens mal drauf, wie tief Michael Jackson singt, ist dir das mal aufgefallen? Sehr tief. Gar nicht so hoch wie sonst. Ja, ist einer der wenigen Songs so ein bisschen zum Atem holen auf dem Album. Ja, kann man so sagen. Wobei ja auch der Rhythmus sehr prominent ist. Es ist eigentlich fast eine Ballade, aber, man merkt es nicht. Die Akkorde dazu, ich spiele die mal. Was für ein schöner Akkord. Das sind nämlich so jazzig und die kommen eigentlich aus der... So ein schöner, das ist einfach so ein wunderschöner C7 Kreuz 9.
da kann man auch wunderbar drauf improvisieren. Und das fand er einfach schön. Andy Rötter, Ladies. Ja, Michael Jackson Piano. hörte das und sagte, hey, was ist denn das für ein Akkord, den du da spielst, Teddy? Und dann hat Teddy ihm das kurz erklärt und hat auch gesagt, was man daraus machen kann. Und dann sagte er, lass uns nur mal diese beiden Akkorde nehmen und damit rumspielen. Und dann haben die im Studio gesessen und es gibt Aufnahmen. Teddy Riley hatte nämlich sich damals das immer mitgeschnitten. Er hat alles mitgeschnitten, was er mit Michael Jackson aufgenommen hat. Das klingt dann so, das waren die ersten Sketches, also die ersten Entwürfe für diesen Song. Das ist jetzt Michael Jackson rhythmisch zusammen Teddy Riley. Wir hören uns das nur mal an, was da jetzt passiert. Ja, so läuft es rhythmisch. Ja. Alles durch einen Vocoder durchgeschoben. Das ist natürlich... Remember the time, jetzt singen sie das schon, ja? So, das war das allererste, das war die allererste Idee. So, wir haben jetzt einen Vocoder und die spielten dann quasi den Akkord, diese beiden Akkorde also. Da, 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 da. Und den zweiten Akkord. Und jetzt müssen wir ja rhythmisch irgendwas machen. Dann haben sie sich das ausgedacht hier. Super, dass man das mal hört. Ja. Das hat er ja immer gemacht. Bei allen Songs hat er so eine Sketche da reingebracht Ja. und hier, spiel das. Das war die Idee. So, das waren die ersten beiden. So, jetzt muss aber noch ein richtiger Drumgroove drunter. Und da war einfach Teddy Riley begnadet. Wir hören uns mal diesen Groove an, dieser Rhythmus mit Bass. So klang die allererste Version von Remember the Time. Hat mit dem Original hinterher nicht mehr so viel zu tun, aber da hört man auch schon Michael im Hintergrund. Ne? Ja, schön. Ja, das klingt, das Groove. Mir wird das schon reichen. Und das ist dann der Beat gewesen, den man drunter zum Arbeiten gelegt hat. Und Michael hat gesagt, ich will aber den hier. Wieder was ganz anderes. Swingt hin und her. Ich mache nochmal wieder weg. Pass auf. Acht mal drauf. Du merkst, das greift ineinander, das rollt. Das sind so 2 Akkorde. Mehr ist das nicht. So, jetzt haben wir die im Ohr und jetzt hören wir uns das Original mal an. Das ist davon übergeblieben. Aber es ist immer noch dieses New Jack Swing. Und diese beiden Akkorde. Aha. Remember when we fell in love? We were young and innocent then. Do you remember how it all began? Er macht doch immer wieder Snipsen, It just immer die Snip. seemed like heaven, so I did it. And do you remember back in the fall? Du hast recht, es ist viel Rhythmus. Kaum Harmonien. Es sind ja auch wirklich nur diese beiden Akkorde. Wenn ich die drunter spiele, klingt schön. Dann kommt die Orgel. Also du merkst, das ist wirklich eine reine 2-Akkord-Tanznummer. Mehr passiert da wirklich nicht. Und da gebe ich dir recht, Tom, wenn man jetzt nicht auf dieses rhythmische, so extrem rhythmisch abgehackte, sehr zackige und sehr maschinenhafte steht, da würde man sagen, ist ja nicht so wirklich. In Deutschland zum Beispiel war diese Version in den Clubs immer, die rollt ganz anders. Merkst du das? Ja, Die ist schon ein bisschen harmonischer, weil auch jetzt Streicher drunter sind. Ist ja auch ein sehr melodiöser Song und also ich persönlich hätte ihn anders gemacht. Ja, So. aber ich spiele ihn halt gerne auf dem Klavier. Das ist eben. wunderschön. Könnte man genau so machen, ne? Genau. Ist doch super. Kannst du in der Bar spielen. Ja, das ist wie Musik, das ist Remember the Time. Ja, also ich gebe dir recht, also ich will dich auch nicht überzeugen von wegen Dangerous. Es ist ein grandioses Album gewesen, es war ein ganz anderes Album. Es war trotzdem auch erfolgreich, glaube ich, es hat sich auch gut verkauft, natürlich, aber es war nicht mehr der Ruhm Jacko. war natürlich noch da, der war natürlich immer noch Weltstar, aber
da ging es für mich auch schon wirklich deutlich bergab. Ja. Und das bestätigte sich dann ja in den Jahren danach. Ja, muss man sagen, ja. Und klar, der hat sich dann immer so draufgesetzt auf irgendwelche Beats, die schon da waren. Und das hat für mich aber dieses Genie nicht mehr. Ne? Das stimmt. So, das würde ich auch sagen. Also auch die danach, Blood on the Dance Floor und was dann gekommen ist. Und naja gut, okay, ich fand noch ganz gut, damals, es gab dann noch so ein paar Songs, die ich sag mal. The World oder was? Ja, auch so, das waren die ruhigen. Ja, das waren so die ruhigen Balladen. Ja, muss man nicht unbedingt mögen, aber auch die laufen ja heute noch. Aber das stimmt, also da würde ich dir recht geben. Die richtige Hochzeit waren halt die 3 Quincy Jones Alben. Das war einfach nur mal eine ganz andere Produktion. Teddy Riley halt. War eine Übung in Rhythmus. Oh ja. Ja, absolut. Oh ja. Klar, das können die, das ist klar. Also rein produktionstechnisch kann ich das natürlich alles anerkennen, aber da fehlt mir irgendwie die Seele drin. Also da ist keine Wärme. Das ist einfach so, das ballert. Aber ich glaube, wir haben es trotzdem rund gekriegt, die Michael Jackson-Geschichte. Ja. Und ich denke auch, reicht auch als Schlusspunkt jetzt. Also so richtig viele Highlights kamen dann ja auch nicht mehr. Nee. Ja, und ich denke, wir haben die Sternstunden drin gehabt. Ja, trotzdem, ich denke, auch das Biopic kann man sich gut angucken. Absolut. Da kriegt man, auch wenn, das hört, glaube ich, auch bei Bad dann auf. Da kommt dann nicht mehr so viel danach. Also Dangerous kommt gar nicht mehr vor. Was einfach die Hochzeit ist einfach von Michael Jackson. Und er ist legendär und Ja, muss man anerkennen. Muss man anerkennen und die Songs sind einfach genial. Aber wie gesagt, wenn der Produzent sogar als Rapper sich verewigen kann und man das Demo drin lässt, das hat mich nicht schockiert, sondern ich habe herzlich gelacht. Und ich dachte nämlich wirklich immer, das wäre ein normaler Rapper, der da irgendwie so cool, wie heißt er, LL Cool J oder der sollte Heavy es so machen D. eigentlich. Der sollte es sogar machen. Ja, den hätte ich jetzt auch mir vorstellen können. Da ist das Bill Bottrell. Den lass doch mal drin. Ja, Tom, hat wieder Spaß gemacht, war ja eine tolle Folge. Ja, du hast es jetzt gelernt. Ja, genau. Ich höre mir heute Abend nochmal Jam an und diese ganzen Sachen und so. Und du hörst dir dann nochmal Thriller an. Genau. Ich sagen. Das ist und ihr sagt es allen weiter, Soundschrauber, liken, followen, abonnieren und schreibt mal auf jeden Fall, welchen Song ihr gut findet von Michael Jackson. Vielleicht findet ihr ja Dangerous besser als die Songs davor. Keine Ahnung. Oder die Alben davor. Also egal. Auf jeden Fall, mein Partner ist auf jeden Fall infiziert. Es hat Spaß gemacht. Gut. Bis zum nächsten Mal. Jo, ciao.